Deutsche Meisterschaft 2022. Ist eigentlich bisher so gewesen, dass die Verbände, die es da so im Einrad-Freestyle gibt, dass die eigentlich immer einzelne Wettkämpfe gemacht haben. Der Wunsch war aber schon lange da, auch von Seiten der Sportler natürlich hauptsächlich einfach verbandsübergreifende gemeinsame Wettkämpfe zu machen. Und dadurch ist dann das Qualifikationsverfahren letztendlich entstanden, weil wir natürlich jetzt mit der Masse an Sportlern in ganz Deutschland einfach irgendwie eine Qualifikation benötigen, natürlich auch hinsichtlich der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft. Das heißt, das neue System basiert eigentlich darauf, dass man sich zuerst auf der Landesmeisterschaft qualifiziert für die Süd- und Norddeutsche Meisterschaft und auf der Süd- und Norddeutschen Meisterschaft für die Deutsche Meisterschaft. Ich bin hessische Meisterschaft gefahren, Süddeutsche und jetzt die Deutsche. Es war sehr aufregend, weil man ist sehr nervös, bevor man fährt. In Grenoble, dann jetzt hier in Schorndorf, dann in Willstedt, Rottweil. Also ich bin bei der Ostdeutschen gestartet, dann habe ich mich weiter zur Norddeutschen qualifiziert und jetzt bin ich hier. Alle, die hier starten heute an der Deutschen Meisterschaft, haben sich über mehrere Ebenen bis hierher gekämpft. Das war schon cool für mich, aber ich war ein mini bisschen aufgeregt. Grundsätzlich ist das neue System sehr passend und sehr gut, weil jetzt auf Landesmeisterschaften vor allen Dingen auch die jüngeren Fahrer eine Chance haben, überhaupt in die Wettkampfumgebung vom Einrad-Freestyle quasi einzutauchen. Also als Vorteil finde ich echt gut, dass das praktikabler ist von dem Verständnis her, dass sie das verstehen, was als nächstes kommt für eine Meisterschaft. Und ich denke, dass das auch zu unserem Sport, der ja auch professioneller werden will, dazugehört, dass man sich da einfach qualifizieren muss für die hohen Wettkämpfe. Es ist halt ein bisschen stressig, wenn man immer wieder auf einen neuen Wettkampf zukommt und dann keine neuen Tricks dazulernen kann. Es war halt deutlich mehr Spannung als davor, weil man eben gucken musste, qualifiziert man sich jetzt oder nicht, darf man nochmal fahren oder nicht. Aber es hat mir gefallen. Die haben richtig viel mitgenommen, die hatten Spaß auch bei der Siegerehrung, auch wenn sie jetzt vielleicht weiter hinten gestanden haben, aber die wussten, dass sie echt gut gefahren sind und dass sie alles gegeben haben. Und sie haben extrem viele Tricks mitgenommen von der Meisterschaft. Meine Gegnerinnen, die konnten schon ein paar Tricks mehr als ich und so welche Tricks will ich jetzt auch lernen. Es war sehr cool für mich, weil ich lerne hier viele neue Leute kennen und ich lerne hier auch viele neue Tricks.
natürlich auch. Ich meine, es ist schade, wenn Sportler schon an der Landesmeisterschaft rausfliegen und dann ihr Können nur einmal zeigen können. Vielleicht haben sie da dann einfach keinen guten Lauf gehabt und damit endet dann eigentlich fast schon die Saison. Das ist natürlich sehr schade. Dass Fahrer, die teilweise schon jahrelang bei der Deutschen Meisterschaft teilgenommen haben, jetzt vielleicht an der Nord- oder Süddeutschen ausscheiden und das, obwohl es vielleicht in der jeweils anderen Meisterschaft einen Startplatz für sie gegeben hätte. Dadurch, dass ich an der Süddeutschen und an der Norddeutschen anwesend war, habe ich überall ein bisschen reinschnuppern können. Und die Verteilung von Stärken ist sehr, sehr unterschiedlich. In Norddeutschland sind die Großgruppen deutlich stärker und deutlich besser vertreten dieses Jahr, während im Süden hauptsächlich die Einzel- und Parkküren deutlich stärker sind. Das ist noch ein kleines Problem, das wir in den nächsten Jahren vielleicht noch angehen könnten. Deswegen möchten wir auch vor allem im kommenden Jahr jetzt auch die Bundesländer dazu animieren, auch einfach Cups auszurichten oder zusätzliche Wettkämpfe, damit die Fahrer nicht nur einmal im Jahr ihr Können zeigen können. Die Deutsche Meisterschaft 2022 ist nun vorüber. Ein Fazit, es war wirklich ein toller Wettkampf. Wir haben sehr viele spannende Küren gesehen. Und ich muss auch sagen, es waren wirklich auch sehr, sehr, sehr viele Küren und lange Tage. Das heißt, dieses neue Qualifikationssystem ist auf jeden Fall dringend nötig. Im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein tolles System. Wir sind super froh, dass die beiden Verbände BDR und EVD nun endlich zusammen Wettkämpfe machen. Und dass es wirklich eine deutsche Meisterschaft gibt und einen deutschen Meister und nicht mehrere. Die Fahrer ergänzen sich super, die Fahrer inspirieren sich total und es ist super schön, das hier zusammen zu sehen.